Jetzt sind wir da bei Heinzelmann Optik und ich freue mich schon auf meine neue Lupenbrille. Also stylisch verpackt auf jeden Fall. Steht sogar mein Name drauf, Alessandro De Vigus. Jetzt müssen wir mal auspacken, was da drin hat. Da ist die Lupenbrille. Da haben wir Reinigungsflüssigkeit, nehme ich mal an. Dann haben wir das Licht, der Akku, das Ladegerät, die Kabel, alles perfekt verpackt. Und jetzt schauen wir mal da schauen. Jawohl. Also, jetzt haben wir da mal die Lupenbrille so. Fühlt sich, fühlt, fühlt sich gut an. Jetzt Frau Gehriger kann noch schauen, wie es da hinter den Ohren ist. Also vom Gefühl her ist jetzt tipptopp. Vielleicht ein bisschen näher am Ohr. Ein bisschen zu nah am Ohr. Noch ein bisschen näher zum Kopf. Okay. Das ist eben genau das ist eben der professionelle Service. Die kleinen Korrekturen, auch wenn man das Gefühl hat, wohl, die passt eigentlich recht gut, dass man gleich noch ein sogenanntes Feintuning kann machen kann, dass man noch ein bisschen mehr aus dieser Brille rausholen kann. Ja, sieht sogar Final Control, also zertifiziert, kontrolliert. Perfekt. Also, probieren wir das nochmal. Ja, ein bisschen besser. Jetzt gefällt es Ihnen besser jetzt dann? Passt es besser an die Ohren? Also mich drückt es überhaupt nicht, also fühlt sich super angenehm an. Und etwas ist ja das, wenn man die Lupenbrille anhat, kann man immer noch geradeaus schauen. Also viele Lupenbrillen haben die Lupe meiner Meinung nach zu weit oben, dass man gar nicht mehr den Patienten anschauen kann. Das ist ja eben im Prinzip ergonomisch, heisst ja, dass wenn ich jetzt etwas anschaue, und sogar das Zahnmodell, dass ich sage, okay, das Zahnmodell, okay, jetzt schaue ich das Zahnmodell an. Jetzt habe ich da den Fokus gesagt, man kann ein Feintuning machen. Und man muss sich dann daran gewöhnen. Also es ist interessant, ich schaue jetzt eigentlich fast in die Kamera. Ich schaue jetzt so gefühlt in die Kamera. Und das Modell, das da unten ist, das schaue ich jetzt so an. Natürlich merkt man, dass man durch das viel Geräte sitzt. Aber das werden wir dann in der Praxis noch im Detail anschauen, wie wir am Patient mit dieser neuen Brille dann arbeiten. Aber fühlt sich gut an und von mir aus gesehen, ich weiss nicht, was kann man noch feintunen? Wir haben hier vorne das Metallringli. Ja, also wo? Dann kann man Das, drehen, ja. also Genau. da, Und dann kann man die Schärfe ein bisschen verändern. okay. Also da drehen. Also für mich ist es scharf. Genau. Sollte es auch sein, dann ist nämlich alles gut. Was ist, man kann den Abstand noch ganz wenig verändern. Also wenn Ja. ihr jetzt merkt, den Alltag, es ist irgendwie auf einen oder anderen Abstand ein bisschen angenehmer, Ja, dann kann man es noch ein bisschen näher oder dann vergibt er. das würden wir auch mit dem machen. Genau, das ist wirklich zeigen. Man hat hier oben drauf hat es Nummern. Okay? Und es ist mit Strichen gemacht. Ja, Und dann kann man schauen, das heißt wie hier 3 und hier 3 sind. Oder hier 2 und hier 2. Dann kann man die Schärfe ein bisschen verändern. Genau. Was so ist, wenn es jetzt Korrektur ändern, und die Augen wären nicht gleich, dann ja. kann man das so ausgleichen. Also jetzt habe ich etwa, also, was ist es so, wenn Sie es jetzt messen würden? Per 50, oder? Jetzt ist es 52. Ja, das ist gut. Je nachdem, wie ich das einstelle, der Arbeitsabstand sich auch ein bisschen verändert. Und das werden wir dann in der Praxis mal ausprobieren. Ja, das ist spannend. Das ist spannend, was man alles kann einstellen mit dieser Lupenbrille. Dann haben wir Reinigungsflüssigkeit. Frau Gehriger hat mir ja gesagt, es ist ganz wichtig, die Lupenbrille sollte man nicht mit Desinfektionsmittel reinigen. So ein Mikrofasertuch nehmen. Und dann also kein Desinfektionsmittel nehmen. Kein Alkohol sollte drin sein. Weil im Prinzip die Lupen sind ja aufs Glas geklebt Genau, und sie sind reingeklebt. reingeklebt. Und mit dem Desinfektionsmittel würde sich der Kleber möglicherweise lösen. Das wollen wir ja nicht. Also. Und man ist ja in einem Abstand zum Patienten, weil dann kommt vielleicht die Frage, ja, was ist es mit den Hygienemaßnahmen? Also man muss natürlich, also wenn ich die Brille natürlich mit den Händchen anlange und abziehen,
Bügel, also die Sachen, die ich eigentlich berühre, die kann man ja desinfizieren. Es geht ja nur darum, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn ich jetzt da eine andere Brille mal einfach als Demo nehme, also dass man im Prinzip um die Bereiche herum da ein bisschen vorsichtig ist. Die Bügel sind nicht heikel in dem Sinn, die kann man auch mit einem Desinfektionsmittel abputzen. Das ist kein Thema. Und wenn man die Brille dann anlegt, dann eigentlich am besten tut man sie zusammenlegen. Sonst legt man sie auf die Lupe, auf die Gläser. Das ist eigentlich das. Die Leute fühlen mich eigentlich schon wohl mit deren. Ich könnte ja mit deren eigentlich dann heimgehen, aber dann würden die Leute vielleicht auf der Straße ein bisschen komisch schauen, wenn ich da mit der Lupenbrille würde rumlaufen. Also ich finde auch, die Farbe gefällt mir sehr, das Braun. Also auch meine Mitarbeiterinnen haben gefunden, Chef, das ist eine gute Farbe. Passt. Und wichtig ist, dass sie einem wohl ist auf der Nase. Haben wir da noch das Licht. Wir können ja mal die Sachen dann da auspacken. Sehr, sehr kompaktes LED-Licht. Das ist wirklich klein und kompakt. Was man sieht, da hat es da einen kleinen. Man kann die eigentlich einklicken. He? Das ist noch spannend. Also wirklich. Und dann kann man die da einfach in der Position verändern. Man kann sie auch, muss dann schauen, eigentlich sollte sie, man kann sie auch seitlich ein bisschen verändern. Also man dann schauen, dass sie schön gerade ist, beziehungsweise das muss man dann schauen, wenn man das Licht dann einschaltet und das mal zusammensetzen. Dann haben wir das da. Dann haben wir, ja sicher, dann haben wir den Akku. Der ist auch noch kompakt. Sie haben mir gesagt, der Akku hebt etwa mindestens 8 Stunden. Also mit einem Clip. Also kann man sich entweder die Hose stecken oder irgendwo sonst versorgen. Und dann haben wir da im Prinzip dann den Knopf, um das Licht also quasi einschalten. Und dann gibt es, glaube ich, auch verschiedene Helligkeitsstufen. Dann haben wir da, das ist das Ladegerät. Also das ist dann das Ladegerät mit dem Kabel. Das lassen wir mal da rein. Und dann haben wir da hat's 2 Kabel. Quasi ist ja schon ein Ersatzkabel dabei. Also das ist ja noch smart, dass man da daran denkt hat, mal zeigen, das ist noch clever, das ist noch smart, das ist noch eine smarte Idee. Weil der eine hat ja lieber das Kabel über das rechte Ohr. Also eigentlich normalerweise wahrscheinlich über das rechte Ohr, man mit der rechten Hand lieber, also, aber das ist Geschmackssache, oder wie? Also dann quasi die Brille aufsetzen, das Kabel eben, das ist eben noch der gute Trick. Das Kabel kommt nicht gerade raus, sondern ich kann definieren, auf welche Seite soll das gehen. Also nach rechts, oder? Tipp nach links. Also wir stecken das ein. Jetzt geht es nach links. Und dann kann man das noch einfädeln. Was ich schade finde, wenn man es nach links nimmt, dann ist es halt auf der Uhr abdeckt. Ich kenne meinen Namen. Das ist gut. Hat es dann noch so einen kleinen Clip. Genau. Also man kann es da beim Bügel einfädeln. Etwas ganz Wichtiges, das Bändchen, das an die Brille gehört. Ja, das montieren wir auch montieren, dass wir da den besseren Halt haben. Also etwas, was man sowieso bei jeder Lupenbrille sollte haben. Der Bändel, wo man dann auch die Brille mal kann um den Hals hängen kann. Also, das heisst, das ist jetzt da der Bügel. Den kann ich natürlich dann anpassen. Also, die Brille ist auch so stabil, aber es wird dann einfach noch stabiler. Und dann können wir das Kabel eben im Prinzip elegant einmal um den Rücken, dann es in den Akku rein tun. Und dann, wenn ich einmal drücke, sehen Sie schon, dass im Zentrum von meinem Fokus ist. So. Und dann habe ich die Möglichkeit, 3 Stufen. Ich habe 3 Helligkeitsstufen. Die Lampe kann ich eben positionieren. Man kann sie einfach wegnehmen. Also ich merke im Gewicht, die Lampe, die spürt man gar nicht. Für mich ist wichtig, dass man das Bändchen an der Brille hat. Sowieso grundsätzlich immer dran hat. Und dann ist, wenn ich mich jetzt auch bewege, ich merke den Unterschied nicht, ob mit dieser Lampe oder ohne Lampe.
wenn man mal mit Licht an der Lupe gearbeitet hat, bringt man es fast nicht mehr weg. Also, das ist schon eine gewonnene Sache. Also das ist eigentlich so der Überblick für das Ganze. Danke vielmals, Frau Gehriger, für die Erklärungen. Jetzt muss man da hinten dann das wieder ein bisschen lösen, dass man besser, eleganter kann abziehen kann und dann da auf die Seite gehen. Und dann haben wir das eigentlich, sind wir jetzt parat. Man kann dann alles schön wieder ins Köpfchen versorgen. Und dann gehen wir mal dann in die Praxis, probieren das aus. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann ist auch das Team von Einzelmann Optik sehr gerne da. Und Bern, ich habe jetzt gemerkt, mit dem Zug ist gar nicht so weit. Bern zu fahren ist gemütlich. Es ist gemütlich von Zürich. Es hat alle halbe Stunde oder noch früher mehr Züge. Und ihr könnt ja auch in die Praxis, wenn man mal eine persönliche Beratung vor Ort will. Also, Service stimmt. Und ich freue mich schon, dann euch zu zeigen, wie das in der Praxis aussieht. Das Ersatzkabel als Zubehör. Genau. Das Reinigungstuch haben wir gesagt, die Reinigung der Flüssigkeit. Wir haben das Ladegerät, den Koffer auch. Wir können den Koffer auch abschliessen. Ich hoffe nicht, dass jemand meine Lupenbrille klauen. Das Nasenpad als Ersatz, dass man selber wechseln. Das ist sehr gut. Bei vielen Brillen dann gibt dass der Nasenbügel einmal brüchig wird. Da hat es auch schon einen Ersatz dabei. Ja, das ist quasi das Ersatzteil oder der zusätzliche Clip, um das Kabel durchzuziehen. Den kann man gerade an der Brille lassen. Das ist perfekt. Genau. Der Orangefilter. Genau. Ja, der braucht, Ja. der ist wichtig. Ich habe mir vorher überlegt, wo ist der Orangefilter, wo man natürlich braucht, wenn man Kompositfüllungen macht, wenn man Adhesiv schafft, dass man bei den Lupenbrillen auch noch das Licht kann wechseln kann. Also, wir sind parat, für das mit dieser Lupenbrille am Montag zu starten. So, jetzt haben wir das auch noch. Schüppli hier, wo man muss anziehen. Genau, da kann ich schnell noch zeigen. Perfekt. Also das haben wir noch. Im Prinzip haben wir da so eine kleine Schraube, um den Filter vorne anzumontieren. Und den kann man dann einfach elegant vors Licht drehen. Sehr gut. Dann haben wir es eigentlich. Dann tun wir das alles wieder schön zusammenpacken. Und ja, wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen da sind, könnt ihr die mir schicken oder der Frau Gehriger oder dem Heinzelmann-Optik-Team. Die helfen euch gerne. Und auch nochmal danke für ExamVision. Das Logo kann man da das Logo einblenden, ExamVision. Wirklich coole Brille. Für alle, die ExamVision schon kennen und so eine Brille haben, folgt mir oder bleibt dran, dass ich euch ein bisschen erzähle, wie das mit dem Kepler Reflect funktioniert in der Praxis. Und vielleicht habt ihr dann auch mal Lust, so eine Brille auszuprobieren. Also, bis bald und ja, mir gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Tschüss. Ja, weil wir als Optiker haben jeden Tag mit Brillen zu tun. Wir haben das optische Verständnis. Wir wollen die beste Sicht für unsere Kunden. ExamVision ist der Optiker entstanden. Sie haben das gemacht, hergestellt und entwickelt. Und ihnen ist wichtig, dass es fachlich gut ausgebildete Leute, die Ärzte, die Lupenbrillen brauchen, beraten. Dass sie eine gute Sicht haben, dass es gut angepasst ist. Auch der Sitz vor einer Lupenbrille muss perfekt stimmen. Die Vergrösserung muss stimmen, die Korrektur drinnen muss angepasst sein. Und das können wir bieten als Optikergeschäft mit jahrelanger Erfahrung in Lupenbrillen. Wir haben ganz viele andere Klienten, die das brauchen, sei es Herzchirurgen, Gefäßchirurgen, Tierärzte zunehmend, die auch Papierzähne behandeln. Oder sonst Berufsgattung in der Uhrenindustrie, in der Entwicklung, Forschung, wo man einfach gutes, präzises Schauen von kleinen Sachen sehen. Elektronik ist ein Thema. Also das ist für ganz ein grosses Klientel eigentlich ein gutes Hilfsmittel. Ja, ich habe es gesagt, es für mehr als 1000 Kunden bei den Zahnärzten. Im Moment hauptsächlich, der grösste Anteil ist Zahnärzte, aber sehr viel, sicher ein Drittel, sind auch andere Berufsgruppen. Das ist quasi ein wachsender Markt. Sehr stark, ja, genau. Ja. Und gut gesehen ist wichtig, also nicht nur gut aussehen, sondern auch gut gesehen. Auch gut gesehen, genau. Ab dem Trägerglas braucht es ja die entsprechende Korrektur, dass man das Röntgenbild gut beurteilen kann oder das Instrument bedienen. Und das ist das, was wir dann in der Beratung mit berücksichtigen. Und wieso haben ihr euch für ExamVision entschieden?
Wir haben uns für Exam Vision entschieden, weil es ein europäisches Produkt, wo wir vom Postweg relativ kurze Wege haben. Wir haben direkt mit ihnen Kontakt und können dir das einen super Service bieten. Wir haben ganz viele Ersatzteile bei uns, also wir können dort sehr schnell und gut reagieren, dass die Leute wieder Ersatzbrillen haben, wenn mal irgendetwas ist. Und dann sind bekannt für sehr präzises, genaues Arbeiten und ein cooles Design. Die machen auch Lego, ja.